süßer die Glocken nie klingen, als zu der Shit, wir haben März, ne? Leichter der Ölproduzent nie gehackt ward, als zu der Cyberwar-Zeit. Und damit herzlich willkommen zu den IT-Trends mit der vermutlich schlimmsten Schwachstelle seit 6 Jahren für Linux und damit auch Android-Geräte mit gehackten Glocken und Ölproduzenten, einem Cyberwar, der wütet wie nie zuvor und der Chat-Kontrolle mal wieder, die EU nun doch heimlich durchdrücken will. Als ob gerade irgendwie weniger Aufmerksamkeit für das Thema zur Verfügung stehen würde. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Naja, das wollen wir auf jeden Fall ändern. Daher viel Spaß. Darum lasst uns starten mit den Hacking News. Dirty Pipe ist wohl an den meisten hier vorbeigegangen, ist aber ein gravierendes Loch in jedem Linux-System, also auch Android und über 90% aller Webserver da draußen. Für die Pentester unter euch, Dirty Pipe hat einige Ähnlichkeiten zu Dirty Cow, ihr könnt euch also das Ausmaß vorstellen. Mit Dirty Pipe kann ein normaler Benutzer Code in Administrator-Anwendungen einschleusen, wodurch jeder Nutzer zum Administrator werden kann. Ein fertiges Exploit-Skript gibt es sogar auch schon und SE Linux wird dabei auch noch total easy mit umgangen. Dadurch, also jetzt das, was für die meisten von euch relevant ist, konnten zum Beispiel ein Pixel 6 Pro und auch ein Samsung S22 geroutet werden und das mit dem neuesten Patch. Das führt dann im Zweifel dazu, dass eine völlig normale App, die ihr euch installiert, Administratorberechtigungen bekommen kann. Sprich, diese App kann am Ende einfach alles ohne irgendwelche Limitierungen durchführen. Zum Beispiel Kamera anzapfen, ohne nach Berechtigung zu fragen, Mikrofon dauerhaft mitschneiden lassen und sogar sich selbst einfach in den Hintergrundbetrieb rücken lassen. Das Missbrauchspotenzial ist also gigantisch. Ihr solltet daher in nächster Zeit wirklich sorgfältig auf Patches warten. Bekommt ihr keine Patches mehr, solltet ihr euch leider ein neues Gerät holen. Macht aber dann durchaus bei euren Anbietern ein kleines bisschen Stress, dass ihr es nicht okay findet, nach nur ein paar Jahren keine Updates mehr zu bekommen. Das kann man durchaus denen mal sagen. Wo wir aber gerade bei Patches sind. Windows und Apple-Systeme sollten ebenfalls ganz dringend geupdatet werden. Nach dem letzten Windows-Patch hat das BSI sogar extra eine Risikostufe 5 rausgegeben. Denn auch unter Windows war etwas Ähnliches möglich wie bei Android und Linux gerade. Zudem gab es in der PowerShell einige miese Lücken und auch Apple hat in ihrem Patch Day insgesamt 87 Schwachstellen repariert, die, wenn man mehrere genutzt hat, dazu führen konnten, dass ein Angreifer quasi alles mit eurem Mac und iPhone machen konnte. Darunter dann folgender Angriff. Und zwar, ihr surft zum Beispiel einfach auf eine bösartige Website. Und diese bösartige Website kann einfach nur dadurch, dass ihr sie besucht, schon Code auf eurem iPhone ausführen lassen. Weil Safari zum Beispiel einfach keine Lust mehr hatte zu leben. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, ich verlinke euch natürlich alles drunter unter dem Video. Wichtig ist aber nur, dass ihr bitte patcht. Denn sonst passiert euch das, was Ubisoft passiert ist. Und ihr werdet gehackt. Was für eine Überleitung. Wie ich es vorausgesagt habe, werden wir von dieser Gruppe noch einiges hören. Es geht um Lapsus. Lapsus hat für den Hack nun die, ich sage jetzt mal, Verantwortung übernommen. Ich meine aber eher so, den Hack für sich geclaimt. Nach Samsung und Nvidia ist das also ein weiteres, ziemlich hohes Tier. Zwar sind weder Spiele noch Spielerinformationen betroffen gewesen, aber dafür interner aus dem Unternehmen. Geleakt wurde bislang allerdings noch nichts. Ein bisschen schlechter sieht es da in den USA aus. Das FBI gibt an, dass die Gruppe Ragnar Locker in Netzwerke von insgesamt mindestens 52 kritischen Infrastrukturen eingedrungen ist. Zur Erinnerung, kritische Infrastrukturen sind die, ohne die eine Gesellschaft nicht funktioniert. Also zum Beispiel Strom war betroffen, die Regierung war betroffen, kritische Finanzstrukturen waren betroffen und die Herstellung von kritischen Dingen und noch einige mehr. Gefährlich ist das insofern, dass dadurch die Versorgung heimlich oder offen gestört und dadurch Menschen getötet werden könnten. Wie zum Beispiel, wenn man in einem Krankenhaus etwas kaputt macht oder aber sensible Informationen stiehlt und die dann veröffentlicht. Als Hack der Woche habe ich daher etwas sehr Amüsantes für euch rausgesucht, ein bisschen zur Auflockerung. Ne? Der Stephansdom in Wien, genauer gesagt die Glocken des Stephansdoms sind mittlerweile digital gesteuert über ein Tablet. Sie zählen damit zu IoT-Geräten und so ein Hacker dachte sich so, Mensch, IoT, also das erste, was ich damit verbinde, ist Hacking. Und deswegen dachten die sich so, okay, kann man ja mal probieren.
Am Mittwochmorgen um 2 Uhr, also mitten in der Nacht, läuteten deshalb die Glocken auf maximaler Lautstärke für volle 24 Minuten. Schuld war laut dem Bericht ein Angriff auf die Fernwartung der Glocken. Mittlerweile hat man allerdings eine feste VPN-Leitung installiert und die Glocken vom offenen Internet abgenommen. So, und damit sind wir beim Cyberwar. Das meiste im Bereich IT-Security momentan konzentriert sich nämlich auf Aktionen in der Ukraine und in Russland, beziehungsweise zumindest um den Themenkomplex drumherum. Es sind immer noch wahnsinnig viele Meldungen und vieles lässt sich nicht überprüfen. Mir fehlt da sogar noch ein kleines bisschen der Überblick. Es finden derzeit derartig viele Angriffe und vermeintliche Angriffe statt, dass schwer zu sagen ist, was passiert ist und was nicht. Zum Verhältnis. Aktiv sind mindestens 77 Hackergruppen, von denen 51 für die Ukraine hacken und 25 für Russland. Bei einer weiß man aber noch nicht mal, wen sie eigentlich unterstützen. Sogar Lulzsec soll zurück sein, das waren zumindest die Aussagen. Und das waren die ganz großen Zeiten von Anonymous. Ich bitte daher um Verständnis, dass nicht jede Aktion hier beleuchtet werden kann und vielleicht auch nicht werden sollte, denn die meisten sind noch in vollem Gange und manche sind nach wie vor leider fake. Was ich allerdings einigermaßen sicher sagen kann, das kommt jetzt. Die Threat Analysis Group von Google hat eine chinesische Staatsgruppe namens People's Liberation Army und sogar noch einige weitere Akteure von chinesischer Seite erwischt, wie sie versucht haben, sich Zugang zu ukrainischen Behörden zu verschaffen. Auch in Europa werden Gmail-Accounts angegriffen, die in Zusammenhang mit US-Behörden stehen. So das Tag-Team, also das von Google. Die Mails wurden allerdings automatisch geblockt. Dahinter steckt, so Shane Huntley, APT31 bzw. besser bekannt als Judgment Panda, die wohl auch von der chinesischen Regierung finanziert werden. Auch Mustang Panda, eine weitere chinesische Hacking-Gruppe, zielt speziell mit Phishing-Angriffen auf Diplomaten aus der EU ab. Durch extrem gutes personalisiertes Phishing sind die natürlich besonders glaubwürdig und daher schwerer abzuwehren. Ziel ist es wohl, Malware auf ihren Systemen zu installieren und sie so etwas zu überwachen. Speziell auch wichtig für alle, die im Cyberkrieg mitmischen wollen, von euch hier nochmal explizit eine Warnung. Es ist auch eine richtig gut getarnte Malware im Umlauf, die so tut, als wäre sie ein Denial-of-Service-Tool. So sollen speziell Leute, die über die ukrainische IT-Armee helfen wollen, dieses Tool via Telegram geschickt bekommen, das am Ende aber Informationen über euch stiehlt. Das perfide daran, ihr bekommt davon nichts mit. Das Tool sieht sogar so aus, als würde es funktionieren für den Angriff, den ihr da machen wollt. Aber wer ihr seid, ist den Behörden danach definitiv bekannt. Beworben wird das Ganze unter anderem, muss man sagen, auch als disbalancer.zip. Also falls ihr diese Datei mal runtergeladen habt, nicht so gut gewesen. Daher hier nochmal, bitte helft der Ukraine anders. Helft humanitär oder durch Information, nicht durch Hacking. Was auch nicht hilft, ist die Gruppe Network Battalion 65. Die haben nämlich wieder einmal groß getönt, dass sie etwas gehackt haben. In diesem Fall war es jetzt der Source Code von Kaspersky und den würden sie gerne veröffentlichen. Die Tweets waren nicht lange online und wurden schnell wieder gelöscht, aber ein paar Forscher konnten sie sich ansehen. Darunter waren hauptsächlich ohnehin öffentlich einsehbare Dateien, während die sensiblen Dateien, naja, einfach nicht da waren. Öffentlich waren sowas wie die robots.txt oder index.html. Diese Dateien wurden geleakt, aber die sind sowieso ohnehin im Internet völlig normal abrufbar. Das ist quasi die Webseite. Doch tatsächlich sind die Helfer der Ukraine nicht inaktiv, im Gegenteil. Laut Jeremiah Fowler wurden bei einer Stichprobe von 100 falsch konfigurierten russischen Cloud-Servern insgesamt 92 schon gehackt, als er nachgeguckt hatte. Das ist jetzt nur eine Stichprobe, das ist quasi prozentual gesehen, denn es gibt mehrere tausend scheinbar, die falsch konfiguriert waren. Häufig wurden Datenbanken und Dateien dann umbenannt mit Nachrichten wie No War, Putin Stop This War oder Hacked by Ukraine. Was mit den Daten der Datenbanken passierte, das weiß man allerdings nicht so genau. Zumindest nicht mit allen. So gab es zum Beispiel einen gigantischen Leak der Roskomnadzor, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, der russischen Behörde, die auch für Medienzensur zuständig ist. Darunter, das habe ich tatsächlich selbst mal nachgeprüft, befindet sich auch eine Datenbank mit Personeninformationen.
Aber ja, ich spreche ja kein Russisch, daher kann ich wenig damit anfangen. Da sein Leak mit über 800 GB ist, lässt sich zudem auch ein bisschen schwer sagen, was genau darin zu finden ist, wie echt der Leak ist und wie wichtig die Informationen darin sind. Auf den ersten Blick wirkt es aber alles zunächst einmal ziemlich echt und ziemlich relevant. Falls jemand Lust hat, ja, ich verlinke euch alles, ihr könnt euch das gerne ansehen, gönnt euch. Seid aber bitte vorsichtig, denn es befindet sich auch Mailverkehr darin und der enthält einen ganzen Haufen Malware. Den Hack schreibt sich Anonymous zu. Ein weiterer Hack, den sich Anonymous zuschreibt und der definitiv echt ist der auf Rosneft. Genauer gesagt auf die deutsche Niederlassung von dem. Gestohlen wurden diesmal unfassbare 20 Terabyte. Ja, das sind 20.000 Gigabyte. Das sind 20 Millionen Megabyte. Okay, also wirklich viel. Der Hack wurde von Rosneft selbst gegenüber dem BSI sogar bestätigt, das schreibt zumindest der Spiegel. Rosneft ist Russlands größter Ölproduzent und laut Anonymous handelt es sich hauptsächlich bei diesen 20 Terabyte um Laptop-Backups, Lieferlisten und Anleitungen mit Bildern drin, also jetzt nichts Hochbrisantes. Mittlerweile ermittelt aber sogar das BKA in diesem Rosneft-Hack mit der Begründung, dass es sich hier um kritische Infrastruktur für Deutschland handle. Daher lässt der Anonymous-Blog auch die tatsächlichen Angreifer und Hacker zu Wort kommen. Sie schreiben, und jetzt wird's interessant, dass über die Aktion sehr lange debattiert wurde innerhalb Anonymous und sie deshalb sehr bedacht vorgegangen sind und nur die Systeme angegriffen haben, die nicht zur kritischen Infrastruktur gehören. Sie hätten nie Zugriff auf einen roten Knopf gehabt, so schreiben sie, und tatsächlich sind die Hacker sogar im Netzwerk gewesen und haben unbemerkt Daten gestohlen, während sich Rosneft scheinbar selbst für 5 Tage in Folge ihre Systeme zerschossen hat. Aber auch hier waren keine kritischen Systeme betroffen und alles funktionierte weiter. Sie schreiben wörtlich, Zitat, eine Infrastruktur, bei der so etwas möglich ist, kann so kritisch nicht sein und wirklich kritische Systeme? Nein, die gab es dort definitiv nicht. Es waren hauptsächlich Storage-Systeme für Backups und Dokumente. Also haben die Experten vom BSI nur rumgeraten bei ihren, ich zitiere nochmal im Zitat, zitierfähigen Kommentaren. Zitat Ende. Die eigentliche Frage, die die Mitglieder hier stellen, ist die folgende. Ich zitiere wieder. Wie kann es sein, dass ein russisches Unternehmen, welches einen Krieg gegen einen souveränen Staat führt und der gesamten westlichen Welt droht, die Kontrolle über unsere kritische Infrastruktur hat? Zitat Ende. Was noch erschwerend hinzukommt, sind die Zugangsdaten. 1, 2, 3, 4 und Print Me Ausrufezeichen sollen wohl der einzige richtige Schutz für dieses kritische Netzwerk gewesen sein. Da finde ich die Frage schon berechtigt. Erstens, wie gut ist eigentlich unsere sogenannte kritische Infrastruktur gesichert? Und zweitens, welcher Auditor hat das eigentlich kontrolliert? Ich schreibe derzeit noch mit einigen Anonymous-Mitgliedern, die die aktuellen Debatten und Pläne genauer mitverfolgen und ich danke euch für die ganzen Informationen und sorry, dass ich hier einfach nicht alles auswerten kann. Es ist einfach viel zu viel. Nach den ganzen Hacks und Angriffen lasst uns noch kurz über 2 Dinge reden, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Die Ukraine setzt nun die Gesichtserkennung unter anderem von Clearview AI im Krieg ein. Und hier zeigt sich das sowohl brutale Potenzial ins Gute als auch in die schlechte Richtung. So soll es mithilfe der KI nun viel leichter möglich sein, Tote zu identifizieren oder aber auch Flüchtlinge wieder zu vereinigen, die auf der Flucht getrennt wurden, weil man ja weiß, wer zusammengehört. Auf der anderen Seite soll die KI eingesetzt werden, um hochrangige Ziele auf russischer Seite zu identifizieren und zu eliminieren. Ein Beispiel dafür zeigt dieser Twitter-Thread, der ein russisches Militärpropagandavideo analysiert. Anhand des Fotos des Hauptdarstellers sozusagen konnte ein V-Kontakte-Account gefunden werden, welcher wiederum zeigt, dass er eine Menge an Followern und Fans hat, also eine größere Menge. Und das wiederum macht ihn zu einem attraktiveren Ziel. Es wird herausgefunden, wo er stationiert war, mit wem er Fotos gepostet hat, dass er zur russischen Spezialeinheit Spetsnaz gehört und sogar sein Name wird gefunden. Da aber solche Gesichtserkennungssoftware auch mal Fehler macht, könnte genau so etwas auch mit einem Zivilisten passieren, der eigentlich gar keinen solchen Hintergrund hat, sondern einfach nur ein ähnliches Gesicht. Landet so eine Software auf einmal im Krisengebiet, wird sie weiter missbraucht werden. Zum Vergleich, in Italien hat Clearview AI gerade eine Strafe von 20 Millionen wegen Datenschutzmissbrauch bekommen.
Eine weitere Sache, über die ich in diesem Zusammenhang gerne noch reden möchte, ist die Zensur des russischen Internets. Russland hat nun seine eigene Certificate Authority gebaut. Die wiederum ist dafür zuständig, TLS-Zertifikate an Websites und Unternehmen zu verteilen. Dadurch wird überhaupt erst verschlüsselte Kommunikation möglich. Und natürlich, das haben wir auch, nur dass unsere CAs nicht staatlich sind. Im Browser sind dann diese Schlüssel der CAs gespeichert und nimmt man nun an, dass auf russischen Systemen die russische CA integriert werden muss, dann wiederum wird das Ganze ein bisschen schwierig. Denn dann hätten die Möglichkeit, für jede Website ein Zertifikat zu erstellen, welches die Bevölkerung als gültig ansieht. Und dadurch, und das ist jetzt so die Zusammenfassung davon, könnten die russischen Behörden jeglichen Internet-Traffic entschlüsseln. Das heißt, verschlüsselte Kommunikation gibt es nicht mehr. Die Angst liegt nun nahe, dass die russische Bevölkerung noch drastischer zensiert wird als ohnehin. Ich erinnere, Social Media sind fast gänzlich offline. Dadurch wäre es möglich, den kompletten Wortlaut zu analysieren, den die Bevölkerung untereinander nutzt, zum Beispiel auf Messengern. Ist jemand dann Putin feindlich, könnte er wie bei den aktuellen Demonstrationen einfach so verhaftet werden, für eine Textnachricht oder einen Twitter-Post, die eigentlich ja anonym möglich sein sollten, und dazu braucht man halt Verschlüsselung. Ja. Bevor ich eure Laune wieder ein bisschen erhellen darf, lasst uns noch ein wenig weiter abstürzen und einen Blick in die Politik-News werfen. Einen Blick in die Politik-News werfen. Das Bayerische Landeskriminalamt darf nämlich nun die Software Palantir aus den USA einsetzen. Damit sollen per Data Science, also Datenanalyse, Verbindungen zwischen Kriminellen hergestellt werden. Also der eine ist kriminell, der andere vielleicht auch. Und zwar, indem Informationen aus verschiedenen Datenbanken verknüpft werden. Das wurde bisher händisch gemacht. Zum Beispiel sollen alle deine Anzeigen mit allen sichergestellten Datenträgern und Handyauswertung korreliert werden. Das Problem dabei ist, dass auch gelegentlich mal Hausdurchsuchungen bei Leuten stattfinden, die eigentlich gar keinen verdient haben. Beispielsweise bei Opfern von Identitätsdiebstahl. Nun kann es aber sein, dass eure Daten dann trotzdem mit ausgewertet sind und nur weil ihr im Kontakt mit einer Person steht, direkt unter Verdacht kommt. Das sind jetzt allerdings nur Spekulationen meinerseits, aber genau das ist das Problem. Man weiß nämlich nicht so genau, was es mit Palantir auf sich hat. Und das ist ein richtig großer und schlimmer Mangel an Transparenz, meiner Meinung nach. Ich würde das an der Stelle mal so stehen lassen und euch fragen, soll ich hier mal etwas tiefer recherchieren? Also, was es mit dieser Software wirklich auf sich hat und was die eigentlich kann? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ein weiterer kleiner Schlag in die Magengegend ist die Chatkontrolle. Diese soll nun endgültig am 30. März, also diesen Monat, also nicht mehr lange, kommen. Es geht darum, dass Chatnachrichten durchleuchtet werden sollen, um Kinderpornografie zu entdecken. Wie in meinen bisherigen Videos zu dem ganzen Thema habe ich ja allerdings schon mal ganz kurz erwähnt, so dass die Fehlerquote dieser KI bei ungefähr 80% liegt. Sodass eben auch Urlaubsfotos mit Kindern dazu führen können, dass diese Fotos beim BKA landen mit einer potenziellen Anzeige an euch. Nacktfotos eures Freundes ebenfalls. Das Ganze soll via Client-Side-Scanning durchgeführt werden, zumindest heißt es das so. Und das ist im Endeffekt das, was Apple ursprünglich mal vorhatte. Die Chats werden also nicht mehr entschlüsselt werden, weil Anbieter wie zum Beispiel Signal das auf keinen Fall machen würden, sondern auf eurem Gerät soll eine KI zwangsinstalliert werden, die jegliche Inhalte einfach überprüft. Wird etwas gefunden, dann geht zwingend automatisch eine Meldung mit den Details, also mit ein paar Nachrichten davor und ein paar Nachrichten danach, ans BKA. Dass das vor allem Menschen betrifft, die zum Beispiel in ihrer Online-Therapie über sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit reden wollen, scheint die Abgeordneten irgendwie nicht mehr zu interessieren. Mehr Informationen und zudem ein Interview mit Patrick Breyer der Piratenpartei verlinke ich euch in der Endcard. Auch hier meine Frage an euch. Wollt ihr nochmal ein separates Video dazu, wie ihr euch schützen könnt, oder reicht euch das, was ich bisher gemacht habe? Erfreulicher ist da der letzte Beschluss, den ich euch ebenfalls in den Politik-News vorstellen darf. Schon ab Januar 2023 könnte es verboten sein, für Handyhersteller ihre Akkus fest zu verbauen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Akku eben ausgetauscht und besser recycelt werden kann und nicht zum Bottleneck für die Lebensdauer eurer Geräte wird. Das gilt aber nicht nur für Smartphones, sondern auch für Computer, Laptops, Haushaltsroboter, Elektrozahnbürsten, E-Fahrräder und
Kopfhörer. Mit handelsüblichen Werkzeugen soll man diese selbst austauschen können und der Hersteller muss sicherstellen, dass es für die Zeit der erwarteten Lebensdauer ebenfalls Akkus zum Nachkaufen gibt. Gerade bei diesen sehr kleinen In-Ear-Kopfhörern stelle ich mir das irgendwie sehr schwer vor. Zudem verbraucht das normalerweise mehr Platz, wenn man den Akku nicht fest verbaut. Aber ein spannender Ansatz, gerade für Smartphones ist das ja erstmal. Wo wir aber gerade bei Hardware sind, machen wir uns doch direkt mal kurz an die Hardware-News. Apple hat vor kurzem ihre M1 Ultra Chips vorgestellt, welche eigentlich nur zwei M1 Max Chips zusammengefügt ist. Die Rechenleistung von diesem Ding soll brutal sein. 20 Kerne für die CPU, 64 Kerne für die GPU und 32 Kerne extra für die künstliche Intelligenz. Speicher von bis zu 128 GB kann angebunden werden und eine Geschwindigkeit von 2,5 Terabit pro Sekunde kann ebenfalls erreicht werden. Was mich aber am meisten beeindruckt, sie schreiben, dass sie eine ähnliche Leistung wie die stärkste dedizierte Grafikkarte schaffen, was nach aktuellen Benchmarks eine RTX 3090 oder eine RTX 3080 Ti ist. Und der M1 Ultra Chip soll dabei sogar 200 Watt weniger Strom verbrauchen. Die Frage bleibt natürlich, was mit der neuen Architektur insgesamt noch möglich ist. Kann man statt 2 M1 Ultra Chips oder 2 M1 Max Chips einfach 4 aneinander hängen? Oder 8? Oder noch mehr? Kann ich einfach dadurch beliebig stark meine Systeme groß skalieren? Das wäre doch geil. Aber eins ist auf jeden Fall klar, wenn die Benchmarks auch nur annähernd stimmen, hat Apple die wohl stärksten Chips auf dem ganzen Markt geschaffen mit einer völlig neuen Architektur. Es gibt zwar noch sehr wenig Software, die für diese Architektur optimiert wurde, aber ist die erstmal vorhanden, könnte eure nächste Gaming-Konsole durchaus ein Mac sein. Seltsame Zeiten, in denen wir momentan leben. Da wir aber schon so viele Fails der Woche übrigens bisher hatten und jetzt gerade so ein schönes Gefühl mit uns haben, ja, lasst uns doch direkt zum Win der Woche kommen. So ganz ohne Fail, einfach weglassen. Google hat in Android nun einen Luftalarm in ihre App integriert, die immer vor Bombenangriffen warnen soll. Es ist zwar traurig, dass wir so etwas in diesem Jahr noch brauchen, aber damit kann Technologie durchaus auch momentan Leben retten und das finde ich was Gutes. Nicht ganz so was Tolles wurde in den KI-News der Woche abgehalten. KIs werden ja mittlerweile vielfältig eingesetzt, alle aber sehr stark spezialisiert, unter anderem auch für Heilmittel- und Medikamententwicklung. Forscher wollten nun wissen, was eine KI im Gegenteiligen entwickeln würde und haben für einige Stunden Chemiewaffen entwerfen lassen von einer KI. Herausgekommen sind mehrere Zehntausende tödliche chemische Verbindungen. Die KI hat, so die Forscher, nicht nur eines der giftigsten Nervengifte insgesamt nochmal entwickelt und erfunden sozusagen, die man bislang kannte, sondern sogar noch welche, die uns noch gar nicht bekannt waren und die potenziell sogar noch giftiger sein könnten. Die Forscher bezeichnen ihre Arbeit als Weckruf der Branche, denn KIs werden natürlich so lange friedlich und positiv eingesetzt, bis eben jemand sie missbraucht. Da KIs insgesamt nicht limitiert werden können, ihr erinnert euch, Code ist frei und so, könnte jeder genauso eine KI schreiben. Man muss sich daher auf genau solche Szenarien eben auch vorbereiten. Es scheint jetzt, in diesen Zeiten ist Ethik wichtiger als je zuvor. In Zeiten von Falschinformationen, von Deepfakes, in Zeiten von staatlichen Hackern und Hassrede und in Zeiten von Krieg. Es scheint fast, als sollten wir als Menschen unser Handeln endlich mal vernünftig überdenken, denn Quartalszahlen und Gebietansprüche implizieren noch lange keine Ethik. Bis dahin, denkt mal drüber nach. Ciao.